Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ihr wisst ja, ich habe Urlaub gehabt und ich habe so eine Städtetour gemacht. Holland, Leipzig, Dinslaken und wer weiß wo noch alles. Wenn euch das interessiert, was ich da alles erlebt habe, dann bleibt dran und schaut mal, was für Bahnhöfe, was für Busse ich für euch gefunden habe. Bleibt dran! So Leute, wie versprochen hatte ich euch ja erzählt, wenn ich in irgendwelche Städte bin, dann werde ich hier so ein paar Aufnahmen machen. Hier bin ich jetzt hier in Oberhausen am Centro und hier kommen schon die ersten Exemplare rein. Ja, mal gucken, was wir hier alles noch zu sehen bekommen. Und so werde ich die ganze Zeit in meinem Urlaub mal alle Städte besuchen, die mir so über den Weg laufen. Und einige Videos von den ganzen Bussen machen. Ja, gerade haben wir MAN vor uns, vorhin war Citaro, aber hier kommen minütlich, kann man fast schon sagen, Busse rein. Warten wir noch, bis der wegfährt, damit wir andere Busse uns anschauen. Gesagt, getan, der andere fährt, der nächste kommt auch schon. Wirklich, habe ich noch nie erlebt. Minütlich. Wie Frankfurter Flughafen, nur dass keine Flugzeuge runterkommen, sondern irgendwelche Busse hier. Der fährt ganz vorsichtig, der Kollege hier ran. Ist auch richtig so. Wunderbar. Unten der eine, der wartete auch schon auf seinen Einsatz. Ich gehe auch mal gleich runter, da kann ich die vielleicht von nah sehen. Vielleicht fahre ich auch mal mit ein paar mit. Mal schauen. Der sieht ja mal ein bisschen anders aus, der Bus hier, sehe ich gerade. Ist aber kein Hybrid. Ja, nicht schlecht. Der ist von der Stork. Aber hier hat auch jeder was anderes an, die Busfahrer jetzt. Doch, das war ein Effizient-Hybrid. Das war der, den ich mal aufgenommen hatte, den wir ja mal zur Probe hatten. Und wie ihr seht, das ist jetzt alles ungeschnitten. Der eine ist gerade weggefahren, kommt auch schon der nächste. Das ist auch so ein Effizient-Hybrid, sehe ich jetzt. Jawohl. Wenn er anhält, dann geht er auch aus. Und schon ist er aus. Mal gucken, ich gehe mal ein bisschen näher, vielleicht können wir den noch hören. Der ist ausgegangen und jetzt startet er wieder und fährt weiter. Jawohl. So Leute, hier ist schon der nächste. Der fährt zur Tulpenstraße über Oberhausen, Hauptbahnhof. Natürlich wieder ein Citaro. Und vielleicht erwischen wir gleich noch da oben, wenn wieder so ein Bus oben zu der Station fährt. Hier kann man wirklich ganz viele, gerade von geredet und da kommt auch schon der nächste. Jawohl. Macht wirklich Spaß hier. Aber so viel jetzt zu Oberhausen. Jetzt fahre ich mal weiter. Mal gucken, wo wir dann landen. So Leute, ich bin hier in Neuwied am Rhein. Meine alte Arbeitsstelle, der alte Bahnhof, der hat sich nicht geändert. Da kommen schon die ersten Busse. Das ist aber ein Koblenzer Kennzeichen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein paar Busfahrer sehen werde, die mich noch erkennen. Oder ehemalige Busse oder so. Auf jeden Fall, der Bahnhof, der hat sich nicht geändert. Der ist immer noch so, wie ich ihn verlassen hatte. Das sind mittlerweile immerhin schon 10 Jahre. Hier fahren noch so alte Busse. Das ist ein, mal gucken, wo der lang fährt. Der fährt hier vorbei. Ja.
So, hier kommt so ein komischer Stadtbus hier hin, nach Benndorf, die 107. Das war meine frühere Route. Den Fahrer, den kenne ich noch, aber der hat mich nicht erkannt. Ah, den kenne ich noch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, aber das war ein Russe. Ja. Mal gucken, was noch alles hier hinkommt. So Leute, ich befinde mich hier am Moltkeplatz, nennt sich das. Hier die ganzen Haltestellen, was hier so ringsrum ist, das habe ich früher mal. Ich war ja Haltestellenmanager und ich sehe gerade hier da, wo Mittelrheinische Verkehrsbetriebe steht. Hier drunter, wenn man das abmachen würde, kann man noch leicht sehen. SWB stand da mal früher drauf. Die Schilder, die habe ich vor 13, 14 Jahren da drauf geklebt. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Es hat sich viel geändert hier in Neuwied. Wirklich. Auch hier, dass die roten Busse hier, private Reuterreisen und so hier lang fahren. Gab es damals alles gar nicht. Damals gab es nur RMV und MVB, Mittelrheinische Verkehrsbetriebe. Aber hier sehe ich, obwohl heute Samstag ist, sehe ich ein paar ganz komische Busse hier. Leute, ich wollte euch ja ein paar Busse zeigen, aber hier kommen immer die gleichen Busse. Was wir vorhin gesehen haben, dieser Reuterreisen aus Gochem, ist auch von der Deutschen Bahn. Natürlich, das sind alles junge Fahrer, die kenne ich nicht. Wenn jetzt irgendwelche von Mittelrheinische Verkehrsbetriebe kommen würden, die würde ich natürlich noch kennen. Aber ich habe gehört, die sind jetzt auch nicht mehr Mittelrheinische Verkehrsbetrieb, sondern verkauft worden an Zickenhainer, wenn ich die Infos so richtig gedeutet habe. Naja, wenn ich noch ein paar Kollegen sehen sollte, dann werde ich euch natürlich zeigen. So, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehe ich noch beim Ali essen. Der müsste mich aber noch kennen. So Leute, jetzt bin ich in Benndorf, wo ich früher gewohnt habe. Und da kommt mir doch direkt so ein Hybrid Effizienz MAN mit super Lackierung. Der fährt jetzt Koblenz Hauptbahnhof. Könnt ihr so sehen. Mal gucken, was uns noch alles... Wir fahren ja gleich auch noch nach Koblenz. Da werde ich euch bestimmt noch einiges zeigen. Und das ist mein Bus hier. So, jetzt sind wir in Koblenz Zentrum. Da kommen auch schon die ersten coweb.de Busse. Der Bus, den wir vorhin in Benndorf gesehen haben, der ist schon schneller da als wir. Da ist er noch mal in seiner vollen Pracht. Oh, jetzt kommen aber richtig ganz viele Leute. Bis jetzt nur MANs gesehen. Da hinten sind noch ein paar. Kommt, wir gehen mal dahin. So, die hier in Rheinland-Pfalz, die haben hier, glaube ich, oder in Koblenz eigene Farben. Hier so komisch orange. Dann gab es ja gerade noch die pinken. Also das gefällt mir gar nicht hier, die Dinger hier. Ja, aber hauptsächlich MANs. Ich sehe gerade, die haben hier sogar freies WLAN. Ja, ist natürlich alles schon viel moderner hier. Werne. Dortmund, da die Ecke. Ja, Werne, der war schon. Der kam. Ja. Werne. Ja, weiß ich nicht, das ist schon so viele Jahre her jetzt. Ich hab das Jahre jetzt. Ich weiß schon, oder nicht? Aber ich hab auch. Die kennst du nicht? Ja, hier im Gegenteil. Du bist schon geimpft? Ja. Ich sehe auch moderner aus, ja. Ne, wir nehmen moderner, ja. Ja, weil das Oberland 20 noch städtisch wird. Ja, doch. Das ist so einerseits besser, oder? Den Gewinn. So Leute, jetzt bin ich hier am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein fließt. Und hier habe ich ja früher gearbeitet. Benndorf, 10 Kilometer von hier. Oben die Festung Ehrenbreitstein mit der Seilbahn. Wirklich eine sehr schöne Ecke hier. Leute, aber auch hier merkt man, dass die Reisebranche noch am Leiden ist. Die ganze Strecke hier sind alles Busparkplätze eigentlich. Nur ein einziger Reisebus und der ist aus Berlin. Kultur- und Ländertour. Ja, normal die ganze Strecke hier, was hier so gibt. Normalerweise ist das alles Busspuren, Busparkplätze. Nur ein einziger Reisebus. Ist nicht normal. So Leute, heute sind wir mal in Halle an der Saale.
Und hier habe ich schon den ersten komischen Bus, sag ich mal. Ein Scania Gelenkwagen. Aber der Spruch, der ist gut. So, mal gucken, was uns hier noch alles erwartet. Laufen wir mal so ein bisschen Richtung Zopp. So, ich denke mal, die haben alle hier die roten Farben. Ja, mal gucken, was uns noch, der ist schon, sieht schon richtig mitgenommen aus, so ein Scania Gelenkbus. Mal gucken, was uns noch erwartet. Ich bin mal richtig gespannt. Da hinten steht noch einer, aber das ist ein Citaro. Wir laufen mal hin. Hier steht es auch noch mal drauf, Busbahnhof Halle. Und dann haben wir da sogar noch so einen türkischen Halbmond mit einem Stern. Das muss mir jetzt mal jemand erklären hier, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall sind wir hier am Busbahnhof hier in Halle. Und ich sehe schon einen ganz komischen Bus da hinten. Da werden wir mal gleich hinlaufen und gucken, was das für einer ist. Ach, wir brauchen gar nicht hinlaufen, da kommt schon gerade einer hier an. Da steht Dienstfahrt drauf. Ey, was sind das für komische Busse hier? Ein Honda? Oder was ist das? Das sagt mir jetzt ja gar nichts. Dieses Zeichen. Muss ich gleich mal gucken. Da vorne, der sagt mir was, das ist ein Iveco. Da hinten ist der gleiche. Da sind zwei Mercedes. Ich gehe jetzt mal gucken, was das für einer ist. Ich habe jetzt rausgefunden, was für ein Bus das ist. Der Fahrer, der sagte mir, der will nicht aufgenommen werden. Ich mache nur bis hier vorne hin. Das ist ein Scheißbus, sagt er. Ein tschechischer Bus. SOR nennt sich das. S-O-R. Ich gehe mal mit euch ganz kurz durch. Ganz normale Entwerter, ganz normale Kasse und die Sitze. Ganz normal. Ich darf mal hier durchgehen, sagt er. Hier sind die ganzen Feuerlöscher. Alles wie gehabt. Aber sieht schon hier mit Stufen und so richtig bisschen seltsam aus. Ja, das finde ich sehr nett, dass er mir das mal erlaubt hat, hier ein bisschen zu filmen. Natürlich bedanken wir uns jetzt bei ihm. Hier steht auch noch einer. Z-O-R. Dankeschön fürs Aufnehmen, ne? Warte. So, jetzt habe ich mich nochmal bei ihm bedankt. Wie gesagt, er hat mich nur ein bisschen aufgeklärt. Getriebe und Motor sind von Iveco, sagt er, aber die Karosserie ist wohl eben halt von SOR, eine tschechische Firma. Aber wie ihr sehen könnt, meistens diese billigen Busse, sagt er, der ist nicht so zuversichtlich damit gewesen, dass sie so schön sind. Ehrliche Worte, das geben wir dann ja hier auch mal zu. Billige Busse, sagte der, wie die VDLs bestimmt, alles aus Plastik. Ja, ist doch schon mal schön, dass wir mal so ein paar SOR-Busse gefunden haben hier. Jetzt noch mal eine Parade. 1, 2, 3, 4 Busse. Ja, das war der Kollege, der mich filmen lassen hat. Ja, so sehen die aus. Bisschen seltsam als unsere, aber naja, und dazwischen ein Citaro. Ne, das ist auch ein SOR-Bus, sehe ich gerade. Von weit, ne, ein Iveco, das war ein Iveco. Jawohl, jetzt habt ihr mal ein paar Busse hier aus Halle gesehen. Ich habe den Fahrer gerade auch mal schon direkt gesagt, dass er, wenn er will, Sonntag sich das Video angucken kann. Er kannte mich noch nicht. Jetzt wird auch ganz Halle Mehmet Oe wohl kennen. So einen Bus, den kennen wir ja, aber guckt euch das mal an, Leute. Was ist das denn für einer? Oben der Aufbau. Was ist das denn für einer? So einen Aufbau haben wir noch nie gehabt. Ich gehe jetzt mal hinten gucken, ob da hinten eine Bezeichnung steht oder so. Hier die SOR-Busse gibt es nochmal auch als Gelenk. Ja. Okay. Iveco habe ich gerade schon gesehen, aber der hier mit dem Aufbau, da gehe ich jetzt nochmal nah ran und gucke mir das an. Natürlich gibt es hier auch den Döner von Alibaba und hier gibt es noch so einen Ersatzverkehr, die meinen bestimmt Schienenersatzverkehr, der fährt wohl hier direkt am Bahnhof ab. Schön. Zu spät gekommen, der ist schon losgefahren, aber mit diesem komischen Überbau. Naja,
Okay, einer von euch weiß bestimmt, was das für einer ist. So, dann fahren wir mal nächste Stadt. So Leute, unsere Städtetour, die führt uns nach Leipzig. Hier sind wir Hintereingang hier vom Bahnhof. Auf der anderen Seite ist auch der Zopp. Da laufen wir jetzt mal gemütlich hin. So Leute, auf der anderen Seite angekommen, haben die das hier getrennt. Straßenbahn-Haltestellen sind auf der Seite und der Busbahnhof. Oh, guck mal, was ich hier schon direkt als erstes gefunden habe. So ein Dreiachser, 15 Meter Mercedes. Ja, das hier ist also der Busbahnhof. Ostseite steht hier. Okay, vielleicht gibt es ja noch eine Nordseite. Müssen wir mal gucken. Ein MAN sehe ich hier. Wie gesagt, so ein Dreiachser. Mal gucken, was uns noch erwartet. Da hinten kommt noch ein Bus, sehe ich gerade. Die Leute, die hier wohnen, die erkennen das natürlich wieder. Ah, da ist schon wieder so ein SOR-Bus. S-O-R. Jetzt wissen wir ja, wie der aussieht, was das für einer ist. Okay. Ich sehe gerade, der hat auch noch was Besonderes hier. Der hat noch so einen kleinen Fahrrad, nicht wie ein Anhänger, aber irgendwas, wo man 3 oder 4 Fahrräder mitnehmen kann. Auch nicht schlecht. Und da ist auch noch die Bezeichnung, wie der heißt. SOR-CN12. So schimpft er sich wohl. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Leute, hier ist richtig was los, ne? Also Großstadt kann man echt schon dazu sagen. Hier kommt eine S-Bahn nach der anderen. Ich bin immer noch hier an der Ostseite. Nordseite habe ich gar nicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob es sowas gibt. Muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich gesehen, gleich um die Ecke müssten 2 Busse kommen. Der eine, der gerade Pause hatte, der hat auch schon eingesetzt, die 412. Aber ich habe doch vorhin um die Ecke so ein paar Busse gesehen. Mal gucken, die müssten jetzt eigentlich gleich hier um die Ecke kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen, ob sie kommen. Ich sehe gerade, der macht da hinten Pause. Okay, ich bin ja morgen auch noch hier. Vielleicht kann ich ja morgen noch was aufnehmen. So Leute, ich bin immer noch in Leipzig. Ich bin jetzt hier bei diesem Denkmal. Völkerschlacht heißt das, glaube ich, hier. Und hier stand ich ja, wie ihr sehen könnt, Parkplatz für Busse. Kein einziger Reisebus. Immer noch diese scheiß Corona-Geschichte, ja. Naja, ich gehe mal ein bisschen Monument gucken hier. Dieses Völkerschlacht. Mal gucken, vielleicht könnt ihr das ja auch sehen. Da, jetzt habt ihr das auch groß im Bild. Wenn ihr einen richtig ausführlichen Bericht hier drüber sehen wollt, ich war ja auch da oben und so, dann könnt ihr euch das mal angucken. Meine Leipzig-Fahrt heißt das hier auf YouTube. Auch natürlich keine Touristen, nichts. So ein schönes Denkmal und keiner kommt hier hin. Nur der Mehmet Oe, der ist natürlich für seine Community hier. So Leute, ich bin jetzt hier im Stadtteil von Leipzig und hier kommt gerade so ein Citaro, der sieht doch mal schick aus, Leute, guckt mal. Ganz anders als die bei uns. Mal gucken, was das für einer ist. Scheint aber ein C2 zu sein. Was mir aufgefallen ist, guck mal oben, der hat 2-mal Klima oder so. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir so einen Bus haben mit 2 Doppelkliman. Okay. Auch hier fahren Solaris-Busse, Solo wie Gelenkbusse. Gerade von gesprochen und schon ist ein Solaris-Gelenkbus da. Aber die Farbe, die ist mir nur so komisch hier, so grau, silber, keine Ahnung, was das ist. So Leute, wir befinden uns immer noch in Leipzig und diesmal habe ich mir mal gedacht, ich schaue mir mal Leipziger Stadtwerke an. Hier ist das Busdepot von denen. Hier vor uns ist so ein Schienenersatzverkehr, steht da drauf, ein Hybridbus. Kann jetzt von hier aus gar nicht erkennen, was das für einer ist. Aber wir gehen mal näher dran. Hinten sehe ich noch einen Reisebus, einen MAN. Lassen wir uns mal überraschen, was die noch alles zu bieten haben.
So, hier ist auch gleichzeitig auch noch eine Bushaltestelle oder beziehungsweise Lindenau Bushof steht hier. Hier sind Busparkplätze. Solaris sehe ich hier, Mercedes sehe ich hier, Citaro. Ja. Da vorne stehen auch noch welche, da gehen wir auch noch mal ein bisschen nah da dran. Und dann schauen wir mal, was hier noch zu sehen gibt. Neue VDL. Genau. Das finde ich schön. Ah, da hinten ist der VDL, da ist glaube ich sogar noch ein Elektro. Der hat oben nämlich noch die ganzen Kabel, da gehen wir uns näher dran. Aber ich wollte euch hier noch zeigen, das ist ein Solaris, dieser 18 Meter glaube ich, der 18er mit den 4 Türen. Der hat hinten noch mal 2 Türen, wie ihr sehen könnt. Und hier 2 Türen. Ne? Wie der 22, den wir bei uns haben. Aber wir gehen jetzt mal den VDL da hinten gucken, was das für einer ist. Weil das ein Betriebshof ist, sind auch überall Kameras und so. Da traue ich mich doch nicht ran. Nicht, dass wir da noch verhaftet werden oder so. Aber das ist ein VDL. Leipziger Stadtwerke, wie gesagt. Der eine Solaris ist noch nicht mal zugelassen. Das ist hier also der Busbahnhof oder Bushof, Depot oder wie man so schön sagt. Hier von Leipzig. So Leute, heute bin ich mal in Dinslaken hier am Niederrhein. Es geht gleich nachher noch weiter nach Holland. Mal gucken, was wir hier noch so sehen werden. Da kommen auch schon die ersten Busse hier von Urbanreisen. Ein Citaro und der dahinter, das scheint ein Iveco zu sein. Solche Busse fahren hier also rum. Da hinten steht noch einer. Ich gehe gleich mal näher dran. Mal gucken, welche Busunternehmen und welche Busmarken hier alles rumfahren. Hier ist auch Kundencenter von der NIAC, direkt am Bahnhof gelegen. Und wenn die Leute hier irgendwelche Probleme haben oder so, können sie da sofort hingehen und es beanstanden. Ja, das ist ein kleiner Bahnhof hier in Dinslaken. Hier stand ich auch oft schon mit den Tekat-Bussen. Ich warte mal noch ein paar Minuten, ob noch andere Busse kommen. Ansonsten war es das erstmal von Dinslaken. Und es geht ja gleich noch weiter nach Holland. Da kommt auch schon von der Deutschen Bahn der Rheinlandbus hier rein. Auch ein Iveco. Komisch, dass hier so viele Ivecos fahren. Naja, werden wohl ihre Gründe haben, denke ich mal. So, der andere rote fährt weg. Dafür kommt hier so ein anderer. Das ist original NIAC-Bus. Crossway. Ja, bestimmt auch ein Iveco Crossway heißen die ja. Also hier von NIAC, die Farben sind wohl blau-weiß, so wie es aussieht. Ja, gut, jetzt haben wir hier ein paar Busse gesehen, hier aus Dinslaken. Dann fahren wir jetzt mal weiter. So Leute, heute sind wir in Den Haag, Scheveningen, direkt am Strand. Und da kommt schon direkt der erste MAN. Aber guckt mal den Aufbau oben. Ja, entweder ist das extra nochmal für Klima oder so. Keine Ahnung, was das war. Mal gucken. Gleich kommen bestimmt noch andere Busse hier vor der Linse. So Leute, ich bin jetzt hier irgendwo angekommen von der Sandküste. Auf einmal sehe ich hier jede Menge Busse. Natürlich ist das wieder was für uns. Nehmen wir mal auf. Das sind so Lion City, die ich vorhin euch schon gezeigt hatte. Aber mit dem komischen Aufbau oben. Ich weiß bis heute noch nicht, was für ein Aufbau das ist, wofür der ist. Und der läuft hier auch. Ich gehe mal stark davon aus, dass dann richtige 2, 3 starke Klima sind. Die ganzen Busse, die hier stehen, die haben immer den gleichen Aufbau. Ja, aber jede Menge MANs. So Leute, jetzt stelle ich euch auch noch die Fahrräder hier vor von Rotterdam. Quatsch, natürlich auch die Busse. Da hinten steht ein VDL, hier steht noch ein VDL, Futura heißen die ja, als Flixbus. Da hinten ist auch ein VDL, aber ein Elektrik-Linienbus.
Und da oben das Rote, was ihr da sehen könnt, ich zoome mal ein bisschen nah, vielleicht könnt ihr das sehen, da oben, da werden diese elektrischen Busse aufgeladen. Vielleicht haben wir ja gleich das Glück, wenn er da ladet, dann kann ich euch das zeigen. Und hier hinter ist auch das Central Station hier von Rotterdam. Wirklich haben die sehr schön gebaut. Wie gesagt, meine Städtetour geht langsam zu Ende. Es sind noch 2, vielleicht noch 3 Städte. Dann haben wir durch. Ich warte noch, dass hier noch ein paar Busse kommen. Oder beziehungsweise, wenn der VDL da gleich ladet. So, hier ist nochmal der... Ach, der hat hier oben auch eine Station. Sehe ich gerade. Anscheinend ist er noch nicht leer. Sonst hätte er das da oben direkt geladen. Hier sind jede Haltestelle hat hier so seinen eigenen Ladestation, sehe ich gerade. Ja, so sieht das aus. Auch mit den ganzen Sicherungen hier an den Felgen. Der hat schon 2, 3 Macken abbekommen hier. Aber das ist hier in Rotterdam, in so einer Großstadt, normal. Ich hätte gern gewusst, wenn er die Flügel ausfährt, um den zu laden. Vielleicht erwischen wir noch einen. Wie ihr sehen könnt, keine Schadstoffe, keine Geräusche, nichts. Und weil es so schön war, kommt hier direkt noch einer. Wie gesagt, man hört gar nichts. Leute, wie ihr sehen könnt, der Bus, der ist richtig voll. Ein paar haben Masken, ein paar haben keine Masken. Der Busfahrer, der gibt den Leuten so Desinfektionsmittel in die Hand, damit da nichts passiert. Aber wie gesagt, hier läuft fast keiner mit einer Maske oder so rum. Verstehe ich zwar auch nicht irgendwie, aber wie gesagt, der Fahrer, der erzählt alles. Ich weiß nicht, wo die jetzt hinwollen. Auf jeden Fall müssen die Hände desinfizieren, aber ohne Maske. So, das wollte ich euch ja zeigen. Hier der eine, der hat die Batterien leer. Der wird jetzt aufgeladen. Könnt ihr sehen da oben. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis einer richtig aufgeladen ist. Aber so sieht das aus, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist die Ladestation für die Busse. Ein Flixbus nach dem anderen, auch natürlich alles VDLs, weil wir auch in Holland sind. Und mit so einem Fahrradträger, sagen wir mal, nicht Anhänger, sondern so 2 Fahrräder, kann er sogar noch mitnehmen. So Leute, wir sind in Amsterdam angekommen. Da sind schon die ersten Amsterdamer Busse. Ein Scania. Die haben hier auch verschiedene Farben. VDL, was ist das für einer? Da konnte ich jetzt gar nicht erkennen, was das für einer ist, aber scheint auch ein VDL gewesen zu sein. Wir laufen natürlich gleich noch weiter zum Bahnhof und gucken, was da noch so alles gibt. Bleibt dran! Wie ihr wisst, Holland besteht ja nur so aus Grachten, aus Wasser und. Hier habt ihr ein Beispiel. Mitten in der Stadt fahren die einfach mal so mit einem Boot. Nicht schlecht, oder? Und hier diese Baustelle hier am Bahnhof, die will nicht zu Ende gehen. Vor 2 Jahren war ich hier, immer noch Baustelle und bleibt wohl Baustelle. So Leute, beste Bahnhof überhaupt. Guckt euch das mal an. In Amsterdam. Jede Menge Busse, Bushaltestationen. Und hier direkt Hafen. Und richtig groß. Mal gucken, was hier so alles rumfährt. Gucken wir uns mal an. Das sind dann die letzten Bilder für diese Woche. So sieht das hier aus. Meistens die roten Busse sind Scania-Busse. Ja, hier könnt ihr auch noch einen sehen. Das hier ist zwar ein VDL, Berghoff, aber hier sind Scania. Da vorne ist nochmal Scania. Mal gucken, was gleich noch alles kommt. Selbst hier in Holland, wo die nicht so streng mit Maske sind, im Bus muss aber jeder eine Maske tragen. Deswegen verstehe ich die ganzen Kommentare nicht,
wo ihr gesagt habt, oh, der Busfahrer trägt keine Maske und. Hier trägt kein Busfahrer eine Maske, aber die Fahrgäste, die müssen eine Maske tragen, Leute. So eine schöne Kulisse habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Da kommt auch gerade noch so ein VDL Gelenkbus. Wie ihr sehen könnt, der Fahrer hat keine Maske, aber innen drin die Leute alle mit Maske. Ja, wirklich wunderschön hier. Und da kommt auch schon der nächste. Auch ein VDL Berghoff. Natürlich haben die hier nicht nur VDLs, die haben hier auch Citaros, Mercedes. Und jetzt noch eine Busparade. Grüßen wir den Kollegen mal. Hallo Kollege. Hält er direkt vor unserer Nase. Jawohl. Das ist der Aufgang hier zum Bahnhof für die Linienbusse. Wirklich sehr schön haben wir das hier gelöst. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt eure Freude daran gehabt. Wenn euch das gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, das Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder neue Videos für euch aufnehme und hier hochlade. Wir haben schon August und die Abonnentenzahlen, die sind immer noch gleich. Es kommen keine neuen Abonnenten hinzu. Wenn ihr welche kennt, die auch mit Bussen, Businteresse und sowas alles haben, dann sagt denen doch hier auf Mehmet OE, da gibt's wunderbare Sachen, damit wir wieder neue Abonnenten hinzubekommen. Ziel war doch dieses Jahr die 100.000 zu knacken. Ich sehe wieder schwarz, da muss ich wieder bis nächstes Jahr warten. Oder auch nicht. So, in diesem Sinne, man sieht sich natürlich nächste Woche wieder. Mal schauen, was ich wieder vor der Linse bekomme, um euch was aufzunehmen. Deswegen bleibt dran und bleibt weiterhin gesund. Wünscht euch euer Mehmet OE.